So, heute Morgen spannendes Video. De Tomaso Pantera von 1972. Ist so eine richtige Krawalltüte. Auto haben wir schon etwas länger. Hatten wir mal in Beuerberg, da war schlechtes Wetter, sind wir nicht zum Filmen gekommen. Heute ist gutes Wetter, aber gesagt, komm, das Auto holen wir raus. Da sind seinerzeit von 1971 bis 1974 6.300 Autos gebaut worden. Das ist ein Auto, ist eine italienische Marke gewesen. Die haben erst Formel-1-Wagen gebaut, Anfang der 60er Jahre und dann ab 65 Straßensportwagen. Und dann kam hier 1971, also 69, der Prototyp. Und das ist praktisch der Nachfolger von Mangusta. Das war das erste Auto, was die gebaut haben von der Firma De Tomaso. Und unser hier ist ein De Tomaso. Nicht Mangusta, wie heißt er noch gleich? Er ist zu früh am Morgen heute noch, aber egal. Ja, also das Tolle an dem Wagen, der hat immerhin 350 PS, ist ja ein ganz aufregendes 70er-Jahre-Design. Und ihr hört schon, macht einen riesen Lärm das Auto. Er hat nämlich eine 8-Zylinder Ford Cleveland Maschine hinten drin. Boah, das geht natürlich zügig ab. Auto macht einen Höllenlärm, die Maschine ist neu. Ich habe vom Vorbesitzer gehört, dass der seine Probefahrt gemacht hat. Ist der Originalmotor leider kaputt gegangen. Und die haben sich dann aber einen neuen besorgt, von dem klar war, dass der komplett restauriert war. Maschine ist danach nochmal aufgemacht worden. Man hat nachgeguckt. Der Wagen hat also eine schärfere Nockenwelle, Kipphebel, naja, und alles, was nötig ist, um eine scharfe Maschine scharf zu machen. Und dadurch hat er jetzt 350 PS. Das hat er übrigens mit 8 Zylindern und 5,8 Litern Hubraum. Böse Gesichter von Fahrradfahrern. Also das ist jetzt natürlich ein Auto, was auch gerne mal ein bisschen mehr verbraucht. Der ist vielleicht nicht ganz umweltverträglich, aber das ist ja was zum Spaß hier. Und für den Spaß, den der Sportwagen bringt, ist er verhältnismäßig preiswert. Auto kostet 114.000 € und ist wirklich ein tolles Teil. Fahren tut er gut. Kommt auch aus einer versierten Hand. Der Mann war selber Techniker, ist heute über 70 Jahre alt und hat seine Sammlung aufgegeben. Aber Auto ist in einem guten Zustand, kann ich euch sagen. Und wie er fährt, also das spürt man jetzt schon. Das ist richtig spannend. Also, ja. Also das ist jetzt mal eine andere Preisklasse von der Power her, als wir bisher gezeigt haben. Hier geht es richtig nach vorne. Macht Spaß, also Autofahren pur und eine ziemlich gewaltige Kraft. Ich meine, so ein US-8-Zylinder, der bringt natürlich was. Ja, also ich glaube, ihr seht das Strahlen auf meinem Gesicht. Sowas macht Männern Spaß, kann ich euch sagen. Das Ding fährt ja wie ein Go-Kart, das ist ja Wahnsinn. Also das Auto habe ich aber richtig unterschätzt. Er soll ja über 260 Spitze laufen. Das glaube ich aufs Wort. Macht 7 Sekunden bis 100. Man muss ja mal überlegen, das ist ein Auto von 1971, 72. Das heißt also, der Herr ist mittlerweile hier 50 Jahre alt. Aber dafür geht der aber richtig nach vorne hier. Und macht einen Höllenspaß. Man sitzt total tief in dem Auto. Man hat die Maschine direkt hinter sich. Man spürt die wummernde Kraft von 8 Zylindern. Also die Idee, die haben wir 1961 sich mit Ford zusammengetan, weil das Vertriebsnetz einfach größer war. Und daraufhin war das Auto ja wenigstens 3 Jahre lang richtig erfolgreich. Ich weiß aber warum. Das Ding, das hat ja einen Sound und hat einen Dampf, das ist ja Wahnsinn. Ja, dann kommt aber Spaß auf. Kleines, griffiges Lenkrad. Super geil. Und eine 5-Gang-Schaltung hat er auch. Ja, da geht was. Also das hier ist was für Freunde, fahraktives Auto. In so einem modernen Ferrari heute kriegt man nicht mehr viel mit, aber hier kriegt er alles mit. Da hörst du jede Explosion einzeln da hinten.
aber richtig nach vorne. Boah. Also er fährt sich wie ein Go-Kart, hat eine sehr gute Straßenlage, hat auch sehr gute Bremsen. Ich muss sagen, das überrascht mich ein bisschen. Auto fährt klasse. Wollen wir wirklich da hinten hochfahren doch nochmal? Würde ich sagen, ja. Hochdonnern, ja, hoffentlich reicht der Sprit. Also ihr müsst natürlich damit rechnen, 15 bis 20 Liter gehen hier durch, schätzungsweise, aber man fährt hier nicht nur 100. Man gibt ihm ja auch mal die Sporen und das macht natürlich Laune. Tolles Auto. Haha, das ist richtig klasse. Boah. Hat gute Bremsen. Fährt auch toll geradeaus. Also so vom Konzept her, so ein kleiner Supersportwagen, das haben die klasse gemacht. Ich finde, der Wagen sieht echt sexy aus. Ist ja nicht so ein riesiges, ausladendes Auto, sondern der wirkt verhältnismäßig klein. Hat natürlich, wenn man hier mal so reinguckt, so die etwas sparsame Verarbeitung von 1970, 71. Sowas geht besser, aber nun ist der Wagen auch nicht restauriert. Ist alles nur original. Und wenn Plastik 50 Jahre alt ist, dann sieht das halt so aus. Das ist ja kein Leder, aber das spielt auch keine Rolle. Das Auto kaufe ich mir ja nicht fürs Museum, den fahre ich ja. Und da geht das alles mit durch. Das stört mich überhaupt nicht. Er hat auch vorne rechts so ein paar ganz kleine Beulen am Kotflügel, sind aber nicht schlimm. Das ist eine reine Fahrmaschine. Und ich sag mal, für das Geld so richtig aktiv Auto fahren, finde ich richtig interessant. Ja, das hört sich komisch an, aber wir wissen nicht warum. Hat das irgendeinen Grund? Nee, ne? Ist halt so, wenn er ein bisschen nervös ist, klingt das so, ne? Geiles Auto. Was ich übrigens interessant finde, ich fahre die ganze Zeit mit offenen Fenstern, zieht überhaupt nicht. Klasse gemacht hier. Hier vorne ein kleines Fenster, das bläst mir zwar von hinten an den Kopf, aber nicht von der Seite dagegen. Das heißt, ihr könnt den Wagen offen fahren. Das finde ich wichtig, weil der Wagen hat eine riesige Abwärme, ist ein 8-Zylinder mit fast 6 Litern Hubraum und das ist ja nicht so ganz wenig. Tolles Auto. Das macht aber richtig Spaß. Das ist für mich jetzt auch mal eine neue Erfahrung. So ein scharfes Gerät fährt man ja selten. Vor allem, wenn es 50 Jahre alt ist. Ne? Also da haben die echt was mit auf die Beine gestellt. Übrigens ganz interessant, das Auto wurde über 20 Jahre lang gebaut, nachher in verschiedensten Modifikationen. Aber das Urmodell, das ist er hier gewesen, der ist 3 Jahre gebaut worden. 6000 Autos, danach schubberte das so vor sich hin. Immer nur mal 100 in dem Jahr und 100 in dem Jahr. Das war da nicht mehr so viel. Ja, da kommt einem so ein Z1 richtig langweilig vor. Tolles Gerät. Aber eins steht fest, er hat eine dermaßen heftige Beschleunigung, da müsst ihr vorsichtig sein mit dem Auto, weil sonst die Sicherheitsstandards bei dem Auto, die sind eben auch von 1971, das dürft ihr nicht vergessen. Da ist nichts mit der Airbag oder irgendwie, was sie heute alles haben, überhaupt nicht. Und man kann, glaube ich, mit so einem Wagen ziemlich schnell abfliegen. Da muss man halt vorsichtig sein und wirklich gut geübt Auto fahren können. Ihr habt ja schon gesehen, welche irre Linie der Wagen hat. Flach, liegt ganz dicht am Boden, muss er natürlich auch haben, weil das Auto hat immerhin 350 PS. Wiegen tut er wegen der schweren Maschine 1,3 Tonnen. Aber schaut mir, diese total tollen Felgen mit dem Logo vorne von De Tomaso hier. Wunderschöne Räder hat er drauf, das sind auch die Originalen. Dann hat er damals, ist er von Ghia gebaut worden, und die Firma Ghia ist ja bekannt, Karossier, gehörte damals De Tomaso. Und die haben sich praktisch nachher dem Ford-Konzern anvertraut. Das ist eine Partnerschaft, die hielt aber nicht ewig. Und ich sag mal, die haben immer so ein bisschen mal hoch, mal runter. Am erfolgreichsten sind sie gewesen zu Ford-Zeiten. Es ging bis 1974, 75. Und da sind genau diese Autos entstanden. Und das hatte halt den Vorteil, dass es da eben über 6000 Autos von gab, weil man hatte ja damit dann das amerikanische Vertriebsnetz von Ford. Und dadurch waren die Autos sehr erfolgreich. Aber ich finde jetzt, schaut euch mal die Karosserie an. Die finde ich absolut schnittig. Sieht echt klasse aus.
Übrigens hier hinten, jetzt haben wir da unsere Nummern drauf. Da sind auch unsere roten Nummern, die wir immer dahinter haben. Pantera steht hier der Schriftzug und hier vorne De Tomaso war die Company. 4 Rohre hinten und ich sag mal, diese 4 Rohre, die sehen ja echt aggressiv aus. Aber der Wagen ist auch so, also die versprechen da nicht zu viel. Also das Ding geht wirklich. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe ja schon diverse Autos aus der Zeit gefahren, aber der geht richtig giftig, der liegt klasse auf der Straße. Das ist so ein richtiger, ja wie so ein Go-Kart, fährt er sich. Man muss halt aufpassen, also ich meine, wenn man damit zu sehr drauf tritt, das Ding läuft über 250, kann man sich auch schnell bei die Ohren abfahren. Da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Aber was Spaß an dem Auto angeht und die Freude da drauf zu treten, das ist ein Spielzeug für Männer, kann ich euch so sagen. Und ja eigentlich für einen ganz kleinen Einstieg. Also wenn ich mir überlege, was Supersportwagen sonst kosten, da ist das Auto richtig preiswert. Übrigens, noch mal kurz erklärt, der hat hier so ein paar kleine Dellen. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Also jetzt scheint die Sonne voll drauf, da sieht man die gar nicht. Hier so minimal, was das ist, weiß ich auch nicht. Eigentlich kann man das so lassen. Das Auto ist ein ordentliches Auto, hat einen vernünftigen Zustand. Wüsste jetzt auch gar nicht, was man da machen soll und solche Kleinigkeiten. Er ist 50 Jahre alt, der Herr, und da hat man, wie bei mir, man hat da so einen oder anderen Kratzer, den man bekommen hat im Laufe seiner Zeit. Das hat er eben auch, aber er ist gepflegt und ordentlich. Innen ist er original und laufen tut er wirklich klasse, weil er dieses neue Aggregat bekommen hat. Der Besitzer hat mir gesagt, er hat die Drehzahl auf 5200 begrenzt, weil er gesagt hat, also weiß ich nicht, aber man kann den auch 6.500 fahren. Er meint auch, da geht mehr. Übrigens, der Besitzer war Triebwerksmechaniker, sagen das das Leben lang. Der hat eine irre Werkstatt bei sich zu Hause. Er hat die ganzen Autos, die wir von ihm schon verkauft haben, waren alle top. Und er kennt sich aus und er hat eben sich auch um diesen Wagen gekümmert und sagt, Herr Luftschütz, der geht wie die Feuerwehr. Ist ein tolles Auto, technisch gut. Ja, unser De Tomaso. Schaut ihn euch an, wunderschönes Auto, auch genau die richtige Farbe für so einen Wagen, finde ich. Was mich überrascht hat, ist, welche Leistung der hat und wie der nach vorne geht. Also die 350 PS, also er könnte auch 500 haben, so kommt einem das vor. Was halt eben irre ist, ist dieses tolle Fahrgefühl in dem Auto, was man hat. Das habe ich bisher, glaube ich, bei keinem anderen Auto gehabt. Also es ist wirklich toll. Begeistert mich, fasziniert. Und tolles Design, schaut euch das mal an. Diese Scheibe, die hier hinten ist, seht ihr das? Die ist ja sehr, sehr klein. Der Motor sitzt ja direkt hier. Da hinten ist die Scheibe. Ist ziemlich einmalig sowas so. Hat so ein bisschen was mit dem Dino zu tun, aber eben doch anders. Motor hier und dadurch hat er auch es ist ein Mittelmotor. Dadurch liegt er irre auf der Straße und er liegt ja sehr, sehr tief. Das könnt ihr sehen. Ja, dann vorne kurz noch zum Armaturenbrett vielleicht noch mal gezeigt. Habt ihr schon beim Fahren eben gesehen, da das kleine Lenkrad mit De Tomaso Original-Logo. Die originalen Sitze, das ist alles gepflegt. Es ist nicht im Zustand 1, es ist halt original, aber man kann das alles so lassen. Also ich würde da gar nichts dran machen. 2 elektrische Fensterheber da vorne könnt ihr sehen. In der Mitte der Konsole sind alle fahrwichtigen, also Batterie, Öl, Öldruck, Wasser und so weiter Anzeiger. Und da vorne rechts Drehzahlmesser und hier vorne links Tachometer. Natürlich amerikanisch, wie gesagt, für den US-Markt gebaut. Das Auto ist vor, ich schätze mal, 10, 15 Jahren hier rübergekommen und hat halt eben seitdem nur diesen einen Besitzer, von dem wir das Auto auch bekommen haben. Ist ein tolles Teil. Ich meine, ist auch ein Schnäppchen, ist eine Gelegenheit für jemanden, der sagt, ich will richtig scharf Auto fahren. Dafür ist das genau der richtige Wagen. Reifen sind gut, also das ganze Auto, ich finde den absolut klasse. Könnt ihr mir, glaube ich, ja anmerken, dass mir das Auto gefällt. Das hat ihm richtig Spaß gemacht. Also eins steht fest, für das, was das Auto kostet, macht er einen Riesenspaß. Also wenn ich mir überlege, was andere Autos kosten, dann müsste der hier 1 Million kosten, was der für Freude macht. Kann ich nie anders sagen. Der geht ab. Also wenn jemand so ein Auto zum Rumfetzen haben möchte, was total geil um einen herum gebaut ist, wo man toll drin sitzt, dieses super kleine Lenkrad, wo er sofort darauf reagiert. Er ist leicht auf dem Vorderwagen, hat ja logischerweise 4 Scheibenbremsen. Das gab es ja ab den 70er Jahren überall. Also das Auto fährt wirklich modern, aber macht einen riesen Krawall. Und genauso wie er einen riesen Krawall macht, macht er auch eine riesen Laune.
Das Auto macht richtig Spaß, also mir jedenfalls. Finde ich voll klasse. Und wo ich das jetzt mal gefahren bin, habe ich, muss ich ehrlich zugeben, bisher gar nicht gefahren in meinem Leben. Haben wir aber schon mal verkauft. Also solche Autos, die besorgen wir uns jetzt noch mehr. Also wer noch einen De Tomaso hat, der soll mich anrufen. Da habe ich richtig Lust zu. Da würde ich auch gerne ein paar mehr Filme drehen. Das macht ja einen riesen Spaß, mit dem Ding zu fahren. Auch dieser Sound, das geht immer durch Mark und Bein. Geiles Auto. Naja, da vorne könnt ihr mal sehen, wir haben hier 350 PS. Da vorne kommt einer, der hat 4 PS. Nee, sogar nur 3. Der ist natürlich ein bisschen langsamer unterwegs. Ich hoffe, dass die Pferde jetzt nicht schreien, wenn wir da vorbeifahren müssen. Nicht, dass die einen Schreck kriegen von dem Auto. Weil der Sound hinten ist wirklich hammermäßig. Das können die 3 PS nicht. Wir haben nicht so einen Sound hier. Macht richtig Laune. Ja. Schaltet sich auch super. Hier Kulissenschaltung, funktioniert astrein. Auto hat 5 Gänge, oben links einen Rückwärtsgang. Kann sich super schalten, das Auto. Das haben sie richtig gut gelöst hier. Tolles Teil, absolut tolles Teil. Ja, Freude am Auto. Unser altes Motto, das muss auch sein. Freude muss sein. Das ist der größte Spaß überhaupt. Heute ist auch nicht ganz so heiß. Also wir haben jetzt 25 Grad. Ich weiß gar nicht, ob der eine Klimaanlage hat. Ich glaube schon, aber die brauchen wir gar nicht. Man kann herrlich mit einem offenen Fenster fahren. Und macht echt eine Laune, das Ding. Ja. Geiles Auto. Unglaublich. Hätte ich dem Auto nicht zugetraut, dass der so nach vorne geht. Tolles Ding, ja, wirklich toll. Macht eine Höllenlaune. Die Maschine hört sich kerngesund an. Kerngesunder Motor, was? Also wirklich, der dreht. Höllenteil. Echt ein Höllenteil. Wirklich ein Höllenteil. Heißes Gerät. Schade, ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen Stoff gegeben hier, aber da sind so ein paar Lastwagen hier von der Straßenbaumeisterei. Wollen wir uns keinen schlechten Ruf machen, die kennen uns ja hier. Ja, liebe Freunde, wir sind wieder mal zu Hause hier beim Beuerberg. Also ein absolut verschärfter Wagen. Also wer Fahrspaß haben will, der muss sich den Wagen kaufen. Meine 100% Empfehlung. So, also dieser riesige Deckel hier hinten ist der Kofferraum. Schaut euch das mal auf, da haben die einfach gar nicht mal schlecht gelöst. Motor ist da hinten. Hier vorne so eine Wanne reingelegt. Die ist natürlich auch schon ein bisschen benutzt, die nehme ich jetzt mal raus. Und wenn ich die rausgenommen habe, könnt ihr den Motor sehen. Also man kann damit immer ein Gepäck mitnehmen. Getriebe, Maschine hier, das sieht da alles ordentlich aus. Und da ist der V8 8-Zylinder von Ford. Und das ist alles gemacht. Und wie die losgeht, die Maschine, das habt ihr, glaube ich, gerade gemerkt, eine super Gewichtsverteilung. Deswegen hat er so eine tolle Straßenlage. Das ist das Teil. Eine richtige Fahrmaschine, macht einen Riesenspaß. Ja, das war jetzt De Tomaso, einmal unter die Haube gucken. Absolut tolles Teil. Tja, super Auto. Und die paar Kleinigkeiten, die er hat, finde ich gar nicht schlimm. Also restaurieren braucht er das Auto nicht. Reinsetzen, losfahren und Gas geben. Und da kann man richtig mit Gas geben. Ja, ich wünsche euch alles Gute bis zu unserem nächsten Spaßvideo, Fahrvideo. Bleibt gesund, viel Freude. Bis demnächst, euer Stefan Luftschütz. Ciao.